Hallo zusammen, wie versprochen, heute die Do's and Don'ts im Sommer. Wetter ist gut, die Sonne scheint, man möchte gerne Zeit draußen mit seinem Super-Puper verbringen. Aber wie das immer so ist, hat alles auch ein paar Schattenseiten oder birgt Gefahren. Einer Sache fangen wir mal direkt an. Lieblingsgadget im Sommer ist für uns zumindest die Sonnenbrille. Ist leider eine Geschichte, die für Hunde manchmal schwer zu verstehen ist, gerade wenn man ein Tier hat, was öfter mal den Blickkontakt mit dem Menschen sucht. Die sind dann sehr verunsichert, warum man diese komischen schwarzen Bausteine auf den Augen hat, suchen verzweifelt Augenkontakt, den sie in dem Moment nicht herstellen können. Also mein Tipp, auch wenn es für die Menschen ein bisschen anstrengend ist, wenn ihr mit dem Hund unterwegs seid, gerade wenn der irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht als andere, Sonnenbrille runter. Ich habe das Glück, es scheint gerade nicht so viel Sonne, deswegen habe ich damit kein Problem. Also, was könnten wir noch besprechen? Gehen wir mal an das Thema Temperaturen. Wann kann man am besten mit dem Hund spazieren gehen und wann ist es auch wirklich für den Hund etwas Gutes? Heißt, sobald die Temperaturen draußen ein bisschen zunehmen, lieber in den Morgenstunden gehen, das heißt ein bisschen früher aufstehen. Wenn man danach zur Arbeit fährt, meine Empfehlung, den Hund auch da nicht überlasten. Mittags ab einer Temperatur, sagen wir mal von 30 Grad, würde ich die Mittagsrunden persönlich weglassen. Natürlich sollte der Hund immer die Chance haben, sich zu lösen, gerade wenn man dann auch sehr viel trinkt. Aber große Spaziergänge mit Spiel und viel körperliche Bewegung würde ich in dem Moment rauslassen. Wenn ihr dann von einem Spaziergang nach Hause kommt und der Hund ist sehr stark am Hecheln, bitte gebt dem Tier ein paar Minuten Zeit, wenn auch mal ein bisschen länger, damit er sich mit der Atmung runter regulieren kann, bevor er anfängt zu saufen. Denn wenn die dann übertrieben anfangen zu trinken, können die quasi ein sogenanntes Bloating bekommen, was wir alle kennen, wenn wir mit Durst eine Flasche Cola ächzen. Kohlensäure im Bauch tut weh und ist ein sehr unangenehmes Gefühl und kann bei Hunden im Zweifel auch zu einer Magendrehung führen, die dann in der Tierklinik endet. Weiterer Tipp, nehmt auf den Gassi-Runden immer gerne ein bisschen Wasser mit, dass ihr dem Tier auf den Gassi-Runden immer mal zwischendurch bei Pausen etwas Wasser anbieten könnt. Nicht die volle Ladung, sondern hier ein Sip, da ein Sip, damit er gegebenenfalls, wenn er nach Hause kommt, nicht versucht, alles auf einmal zu trinken. Was könnten wir noch besprechen? Temperaturen auf dem Asphalt. Hunde können über ihren Körper nicht schwitzen, nur über die Füße. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat feuchte Füße und läuft damit über den heißen Asphalt, bildet sich auf der Trittfläche eine extreme Hitze, was teilweise bei den sensiblen Füßen der Hunde sogar zu Verbrennungen führen kann. Braucht keiner, erstens extrem schmerzhaft für den Hund, zweitens super lange Heilungsdauer, weil das Tier natürlich die ganze Zeit auf den Füßen unterwegs ist. Also Temperaturen über 30 Grad, Asphalt meiden, gucken, dass ihr immer Schattenplätze findet, dass ihr Pausen macht auf den Runden, kein exzessives Spielen, keine langen Wanderungen, gar kein Fahrradfahren. Gar nicht. Probiert mal aus bei 30 Grad, Pelzmantel an, Skihose an, Moonboots an und dann geht ihr mal eine Runde joggen. Fühlt sich nach ein paar Metern schon echt kacke an. Der Hund kann nicht anders, außer euch zu folgen. Das liegt in der DNA des Tieres, dass er gerne mit möchte. Das heißt, es ist unser Job, ein bisschen darauf zu achten, was zumutbar ist und was nicht. Wenn ihr dann mal am Strand seid, auch da bitte darauf achten, dass die Tiere nicht übertrieben beim Spiel im Wasser dieses auch trinken. Gerade wenn es Salzwasser ist, die Hunde trinken dann manchmal aus Verzweiflung einfach, weil es da ist, oder im Spiel wird natürlich des Öfteren mal auch in Salzwasser reingebissen. Der hohe Salzgehalt sorgt dafür, dass der gesamte Körper dehydriert wird, kann zum Kollaps führen durch Nierenversagen, Dehydration aller Organe, auch super gefährlich. Also da immer ein Auge drauf haben. Hunde sind in manchen Situationen wie kleine Kinder. Das heißt, die wissen nicht, wann genug ist und wann zu viel ist. Ist unser Job, darauf zu achten, in welchem Maß diese ganzen Aktivitäten draußen stattfinden. Super Geschichte sind kleine Snacks, wenn der Hund draußen auf den Gassi-Runden Leckerlis bekommt. Versucht, diese im Sommer mal auszutauschen durch beispielsweise Gurke. Die liefert nochmal zwischendurch ein bisschen Feuchtigkeit, sorgt dafür, dass der Hund kein sogenanntes Pappmaul bekommt und dementsprechend noch mehr Durst entwickelt, als er das normal tut. Sowas bietet sich immer an, gut auf den Runden mitzunehmen. In der Pause gibt es ein paar Gurkenscheibchen, kann man sich ja dann auch teilen, ist ja für uns jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Falls die Hunde generell zu wenig trinken, Gurkenscheiben auch gerne mit ins Trinkwasser rein. Pimpt das Ganze ein bisschen, sorgt dafür, dass der Hund ein bisschen mehr Bock auf Trinken hat. Was hatten wir denn noch? Es gibt so tolle Tipps im Internet, verbreitet von Menschen, die denken, dass sie Ahnung haben oder vielleicht es auch nicht besser wissen, dass sie empfehlen, den Hund vor den Gassigängen nass zu machen und gerne auch bis auf die Haut. Von mir gibt es für diesen Tipp Daumen runter.
Warum? Weil hier oben auf der Oberfläche des Hundes heißt Kopf, Ohren, Nase, Rücken. Hier liegen die Nieren. Wenn wir den Bereich jetzt nass machen, bis auf die Haut, heißt inklusive der Unterwolle, scheint die Sonne drauf. Die Verdunstungshitze staut sich in dem Hund und überhitzt den Hund viel mehr, als wenn wir ihn nicht nass machen würden. Weil das Fell an sich schon eine gewisse Isolation bietet, auch vor hohen Temperaturen. Wenn ihr den Hund nass machen wollt vor einer Gassi-Runde, maximal die Beine oder den Bauch. Unterer Hals auch noch d'accord. Alles andere, was oben liegend ist, bekommt kein Wasser, weil ihr damit die Sache einfach noch schlimmer macht. Pfoten inkludiert, weil die Fußschweißfeuchtigkeit dann auch nochmal sein Übriges dazu tut, dass der Hund sich nicht gut runterregulieren kann. Die regulieren nämlich die Wärme über ihre Füße. Heißt, wenn wir jetzt Stauhitze an den Füßen generieren, einige sagen, ja, man sollte jetzt auch Schuhe anziehen. Absoluter Blödsinn, weil der Hund auf einmal gar nicht mehr die wirkliche Außentemperatur wahrnimmt und dementsprechend mit seiner eigenen Temperaturregulation aus dem Gleichgewicht gerät. Also kein Wasser auf den Oberhund, maximal Beine und Bauch, wenn überhaupt. Wenn ihr den Hund mal nass macht, bitte sorgt dafür, dass der danach sich im Schatten aufhält und nicht der Sonne ausgesetzt ist. Thema Auslastung, wenn es draußen warm ist. Wir könnten theoretisch, sagen auch viele, Kekse verstecken auf den Gassi-Runden, irgendwelche Leberwurstcreme an den Baum schmieren, damit der Hund ausgelastet ist. Halte ich persönlich gar nichts von. Erstens trainiert ihr dem Hund damit an, Sachen aufzunehmen, ohne zu wissen, was es ist. Ihr ladet damit Menschen ein, gegebenenfalls dumme Dinge zu tun. Und Leberwurstcreme oder andere Creme an einen Baum zu schmieren, ohne zu wissen, ob der gegebenenfalls gegen Harze, gegen Parasiten, gegen irgendetwas behandelt wurde. Persönlich finde ich auch nicht so schlau. Suchspiele bei Hitze auch No-Go. Warum? Der Hund heizt beim Schnüffeln seine eigene Körpertemperatur bis über 40 Grad an. So, jetzt stellt euch mal vor, der Hund heizt seine eigene Körpertemperatur auf über 40 Grad an und ist auch noch draußen zusätzlich der Hitze ausgesetzt. Das ist eine blöde Mischung. Also diese Sachen mit Auslasten durch Suchen, finde ich persönlich, ist auch sehr kontraproduktiv. Ergo sind wir jetzt bei einer großen Liste von Don'ts und bei wenig Do's. Warum? Nehmt euch mal ein Beispiel an den Tieren, die im Ausland so auf der Straße leben. Kein normal denkender Hund würde bei 36 Grad Mittagshitze auf die Idee kommen, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren und guck mal so, was in meinem Block gerade los ist. Was machen die? Die suchen sich ein kühles Plätzchen und chillen. Mehr nicht. Wir haben uns angewöhnt, weil wir gerne rausgehen wollen bei 36 Grad, um Sachen zu erleben, dass wir unsere Tiere mitnehmen. Ist nicht richtig. Dementsprechend einfach weniger machen, wenn es draußen heiß ist. Morgens lange Runde. Und lang bedeutet jetzt nicht unbedingt mit viel Action, sondern einfach ausreichend, dass der Hund in Ruhe schnüffeln, Pipi machen kann, einfach mal Hund sein kann. Mittags nur das Nötigste und abends vielleicht noch mal eine längere Runde. Schlafplatz sollte auch immer kühl gehalten werden. Ja, das wären so meine kleinen Tipps, was gut ist und was eher nicht so gut ist bei den hohen Temperaturen. Ein kleiner Geheimtipp noch von mir, weil Thema Zecken gerade ganz weit vorne ist, gehört auch zum Sommer leider mit dazu. Wir machen das Ganze mit einem ordinären Mikrofasertuch. Das sorgt nicht für eine Zeckenvorbehandlung, sondern sorgt dafür, dass durch Abreiben sich die Haut des Tieres statisch auflädt. Heißt, wenn ihr das vor der Runde macht, habt ihr schon eine gewisse Prophylaxe für die Zecken, weil durch die statische Aufladung können die Tierchen sich nicht mehr so gut festhalten. Und wenn ihr aus dem Gras oder aus dem Wald rauskommt und den Hund mal ordentlich abrubbelt und es hat sich so ein Achtbein irgendwo hingesetzt, würde das super in diesem Tuch hängen bleiben. Also können wir da ein bisschen die Chemie außen vor lassen. Okay, und dann treffen wir uns nochmal hier auf einer Wiese und besprechen das Thema Grasfressen. Auch immer großes Thema im Sommer. Es gibt unterschiedliche Gründe fürs Grasfressen. Es heißt nicht immer, dass der Hund Bauchschmerzen hat oder viele wie er zum Beispiel. Er übergibt sich gar nicht nach dem Grasfressen. Das junge Gras im Frühjahr und Sommer schmeckt süßlich, ist also ein kleiner Snack. Das, was er gerade macht, ist Hasenködel staubsaugen. Ich lasse das jetzt mal so durchgehen. Das Grasfressen deutet manchmal aber auch darauf hin, dass der Hund gerade Durst hat. Die versuchen also ihren Feuchtigkeitsbedarf auch über saftiges Gras auszugleichen. Das heißt, der ein oder andere Haps auf der Gassi-Runde frisches Gras ist durchaus okay. Heißt nicht unbedingt, der Hund hat irgendwelche großen Magenprobleme, Futterallergien oder sonst was. In den meisten Fällen schmeckt das einfach total lecker. Oder der Hund hat Durst. Oder er hat wirklich was mit dem Bauch, dann kotzt er aber auch. Also, wenn er ab und an mal ein volles Maul Gras nimmt und sich benimmt wie eine Kuh, lasst das ruhig durchgehen. Natürlich nicht im übermäßigen Maße. Die Grashalme sind scharf, die langen.
Heißt, wenn dann mal ein bisschen Blut am Kot dran sein sollte, kann das sein, dass durch das Gras ein kleines Kapillargefäß gestört wurde, also gereizt wurde, kleines Blutgefäß. Bedeutet auch nichts Schlimmes. Aber der Hund sollte natürlich nicht kiloweise Gras in sich reinschaufeln, weil zur Verdauung ihm einfach der Pansen oder der Blättermagen fehlt. Also ab und an ein bisschen Gras, kein Problem. Heißt nicht immer, der Hund ist krank, aber alles in Maßen. Eine ganz wichtige Sache noch, versucht euch anzugewöhnen, selber Trinkwasser mit auf die Gassi-Runden zu nehmen und lasst die Tiere bitte nicht aus Pfützen trinken. Gerade hier in Hamburg, wenn es nicht so regelmäßig regnet und die Pfützen irgendwo länger rumstehen. Pfützen sind ein Paradies für Giardien. Jeder, der das schon mal hatte, also beziehungsweise jeder, der mal einen Hund hatte, der das schon mal hatte, weiß, wie ätzend das ist und wie langwierig das ist, bis man die wieder los sind, die Viecher. Die Giardien sind Dünndarmparasiten, die sich gerne in so stehenden kleinen Gewässern aufhalten und durch Trinken dann durch den Hund aufgenommen werden, sich im Dünndarm breit machen, die Nährstoffaufnahme verhindern, für blutige Durchfälle sorgen, können auch auf den Menschen übertragen werden, sind sehr schwer wieder loszuwerden. Daher bitte lasst die Tiere nicht aus Pfützen trinken. Nehmt Wasser mit, das sollte immer bei euch auf der Uhr sein, also nicht nur die Sonnenbrille, weil die lassen wir jetzt zu Hause und nehmen stattdessen Gurke, Mikrofasertuch und was zu trinken für den Hund und natürlich auch für sich selber mit, aber das kann man sicher auch teilen, die Gurke und das Wasser, dann gibt es auch keinen Streit. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr kommt alle sicher durch den Sommer. Wenn ihr zu irgendeinem Punkt nochmal Fragen habt, schreibt mich gerne an, lasst mal ein Like da, folgt mir gerne, würde ich mich super freuen. Bis dahin, tschüss!